Da gibt es den Ernst-Peter Fischer. Ernst-Peter Fischer, das muss ich direkt vorweg sagen, ist jetzt kein Nobelpreisträger. Trotzdem muss er an dieser Stelle genannt werden. Ernst-Peter Fischer ist Professor in Konstanz. Er hat Physik, Mathematik und Biologie studiert und betreibt heute Wissenschaftshistorie. Er hat ca. 50 Bücher geschrieben und wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten auch mehrfach ausgezeichnet. Und aufgrund seines physikalisch-mathematischen Studiums hat Ernst-Peter Fischer sich natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema Weltformel beschäftigt. Und Ernst-Peter Fischer sagt Folgendes: Eine Weltformel kann es deshalb schon nicht geben, weil unser Weltverständnis auf Dualität angelegt ist. Unsere Denktradition trennt Geist und Materie, Leib und Seele. Und diese Dualität finden wir auch auf der physikalischen Ebene. Was ist damit gemeint? Ja, zum Beispiel der Welle-Teilchen-Dualismus. Die fast 400 Jahre andauernde Diskussion ist Licht nun Welle oder Teilchen. Nach heutigem Erkenntnisstand der Physiker ist es beides, deswegen auch Welle-Teilchen-Dualismus. Und das Credo von Ernst-Peter Fischer, also die Hauptaussage ist, die Einheit ist die Zweiheit. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, schauen Sie bitte in das Buch, von dem ich die ganze Zeit rede. Das, was Ernst-Peter Fischer dort als Problem nennt, steht in diesem Buch geschrieben. Der einzige Unterschied zwischen der Aussage von Ernst-Peter Fischer und diesem Buch: Ernst-Peter Fischer spricht von Dualität und das Buch von Polarität. Aber ansonsten inhaltlich exakt die gleiche Problemstellung. Und der Polaritätsbegriff, der in diesem Buch beschrieben ist, geht weit über ihr physikalisches Grundverständnis hinaus. Und zwar weit über den Polaritätsbegriff, den Sie in der Physik verwenden. Dieses Prinzip, das Prinzip der Polarität, schließt auch die Dualität mit ein. Ja, das können Sie danach überprüfen, indem Sie sowohl die deutsche als auch die englische Version nehmen. Dort werden Sie feststellen, dass in diesem Prinzip sowohl die Rede von Dualität, Dualismus oder Dual die Rede ist. Und ich sagte es ja auch gerade, das Credo von Ernst-Peter Fischer lautet, die Einheit ist die Zweiheit. Und dieses Prinzip beginnt mit den Worten: Alles ist zweifach, alles hat zwei Pole, alles hat ein Paar von Gegensätzlichkeiten, die sich immer diametral komplementär gegenüberstehen. Ja, wir finden das in allen wissenschaftlichen Disziplinen und auf allen Ebenen. Auch im alltäglichen Leben. Wir sprechen von groß, klein, dick, dünn, hübsch, hässlich, warm, kalt. Ja, und auf der physikalischen Ebene, nun, den Welle-Teilchen-Dualismus hatte ich gerade angesprochen, aber Sie reden auch in der Physik von Materie, Antimaterie, Teilchen, Antiteilchen, Proton, Antiproton, positiven, negativen Polen, Kationen, Anionen, Kathoden, Anoden. Ja, es gibt eine Vielzahl, eine unendliche Zahl von Polaritäten oder so, wie es Ernst-Peter Fischer ausdrücken würde, Dualitäten. Somit weiß ich schon mal oder wissen wir, dass das, was Ernst-Peter Fischer als Problem aufzeigt, in diesem Buch geschrieben steht. Kommen wir jetzt zu einer anderen Aussage, die ebenfalls mit dem Problem der Theorie von allem in Zusammenhang steht. Das ist der heraklitische Ausspruch Pantarei. Pantarei ist altgriechisch und bedeutet, alles fließt. Danach gibt es kein Sein, sondern nur ein Werden. Es wird die Auffassung vertreten, die Physiker schauen zu sehr in die falsche Richtung. Sie würden zu sehr platonisch anstatt heraklitisch denken. Was ist damit gemeint? Nun, platonisch zu denken heißt, sich auf das Sein, auf das Ist zu konzentrieren. Stattdessen sollten die Wissenschaftler vielmehr heraklitisch denken, sich auf das Werden konzentrieren, weil alles entsteht, ja, seinen Höhepunkt erreicht und wieder untergeht. Das finden wir überall. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, schauen Sie bitte in das Buch hinein. Der heraklitische Ausspruch Pantarei steht in diesem Buch geschrieben. Und zwar dort unter einem Prinzip, das nennt sich Rhythmus. Dieses Prinzip beginnt mit den Worten: Alles fließt. Danach wird es beschrieben und auch erklärt, warum es existiert. Dieses Prinzip enthält die Wahrheit, dass in allem eine abgemessene Bewegung ist. Ja?
Ein Hin und Her, ein Zurückfließen, ein Hinfließen, ein Auf und Ab. Dieses Prinzip ist auch verantwortlich für den Aufstieg und Niedergang von Nationen. Nehmen Sie die unterschiedlichsten Kulturen, das antike Griechenland, einst eine große Macht, dann ist es Untergang. Das Römische Reich hat einen hohen Aufstieg gehabt und ist wieder Untergang. So erleben wir es mit vielen Kulturen. Das Prinzip des Rhythmus enthält auch das Gesetz der Kompensation. Damit ist gemeint das Gesetz des Gegengewichts. Darunter fällt Aktion und Reaktion. Ein Begriff, den Sie in der Physik ebenfalls kennen. Dort ist es nämlich das dritte Newtonsche Axiom, das Wechselwirkungsprinzip, ja, wonach jede Kraft eine gleich große Gegenkraft erzeugt. Aktion und Reaktion. Natürlich steht in dem Buch nicht die Rede von Newton, ja, weil diese Lehren schon viel älter sind. Aber das Prinzip von Aktion und Reaktion steht dort drin. Und ich sagte es bereits, wir haben es hier mit einer Philosophie, einer einst existierenden und untergangenen, verloren gegangenen Philosophie des alten Ägyptens und des Griechenlands zu tun. Heraklit war Grieche und er war Philosoph. Also nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir davon ausgehen, dass Heraklit diese Prinzipien kannte und nicht nur diesen berühmten Ausspruch Pantarei, der eindeutig auf dieses Prinzip, nämlich Rhythmus, hinweist. Und die Interpretation, danach gibt es kein Sein, sondern nur ein Werden, ist falsch. Lesen Sie das Buch, dann werden Sie feststellen, da ist sowohl die Rede von einem Sein als auch von einem Werden. Also weiß ich, dass wieder ein Problem, das Sie im Zusammenhang mit der Theorie von allem nennen, in diesem Buch geschrieben steht. Kommen wir nun zu der Aussage von Steven Weinberg. Steven Weinberg ist Nobelpreisträger. Weinberg hat seinen Nobelpreis für die Vereinigung der elektromagnetischen mit der schwachen Wechselwirkung bekommen. Er ist also einer derjenigen Physiker, die maßgeblich an dem Vereinigungsprozess der Quantentheorie beteiligt war. Und Weinberg ist ebenfalls davon überzeugt, dass es keine Weltformel gibt, sondern eher ein Prinzip. Weinberg sagt, die schwierigste Aufgabe wird darin bestehen, die richtigen Prinzipien zu entdecken, auf deren Basis sich vielleicht einmal Berechnungen anstellen lassen. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, schauen Sie bitte in das Buch rein, von dem ich hier die ganze Zeit rede. Das, was Weinberg sagt, steht in diesem Buch. Ja, dort ist die Rede von Prinzipien. Das sind nicht irgendwelche Prinzipien, es sind die fundamentalsten Prinzipien einer jeden wissenschaftlichen Disziplin. Sie gelten in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen. Und sie sind in der Wissenschaft schon mehrfach bewiesen, belegt und anerkannt worden. Und es steht auch in dem Buch explizit drin, dass diese Prinzipien auf der physikalischen Ebene gelten. Das ist ja das Besondere an diesen Prinzipien. Und ob es die richtigen Prinzipien für Ihr physikalisches Grundproblem ist, das beantworten Sie in der Physik bereits selbst. Sehen Sie, derzeit besteht in der Physik der Versuch, die beiden großen Theorien, ja, die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein und die Quantentheorie, mithilfe einer dritten Theorie zu vereinen, der sogenannten Quantengravitation. Am Begriff Quantengravitation erkennen Sie bereits, worauf es hinauslaufen soll. Ja, sie soll sozusagen die Gravitation im Kleinen beschreiben. Eine quantentheoretische Beschreibung wird angestrebt. Ja, die Gravitation, Sie erinnern sich, ist Teil der allgemeinen Relativitätstheorie. Sie beschreibt die Gesetze im Großen. Und die Quanten sind Teil der Quantentheorie, beschreibt die Gesetze im Kleinen. Und jetzt versucht man, beide miteinander zu verknüpfen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung betreibt eine Internetseite, die nennt sich Welt der Physik. Ja, das ist eine sehr gute Seite. Dort werden alle aktuellen Forschungsergebnisse der Physiker veröffentlicht. Früher fand ich es ein bisschen besser strukturiert, aber sie ist immer noch eine sehr gute Seite. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, das wissen Mathematiker und Physiker ohnehin, ja, aber das können Sie dort auch nachlesen. Dort steht geschrieben, die Theoretiker haben es bisher nicht geschafft, die Gravitation mit den Methoden des Standardmodells zu beschreiben. Daher fordert man, eine neue Idee muss her. Und ein Kandidat für eine umfassende Beschreibung aller Kräfte ist die Superstring-Theorie. Ja, man muss
eigentlich sagen, soll die Superstring-Theorie sein. Denn da existieren zwischen den Wissenschaftlern immer noch vehemente Diskussionen. Ja? Ist die Superstring-Theorie überhaupt die geeignete Theorie? Ja, da existieren Diskussionen zwischen Mathematikern und Physikern, weil das, was die String-Theoretiker dort formulieren, kann physikalisch ja sehr schwer oder vollzogen werden oder belegt werden. Aber lassen wir mal diese Aussage so stehen. Ja, sagen wir mal, es ist die Superstring-Theorie, nach der Teilchen nicht mehr punktförmig sind, sondern winzigen schwingenden Saiten gleichen. Der Übergang von den punktförmigen zu den ausgedehnten schwingenden Saiten löst das Problem, das entsteht, wenn man eine quantentheoretische Beschreibung der Gravitation anstrebt. Die Stringtheorie führt alle Elementarteilchen auf ein und dieselbe Sache zurück, auf unvorstellbar winzige Fäden, die hin und her schwingen. Weiter heißt es, alles schwingt. Ob die Strings wie Elektronen und Quarks wie Kraft- oder Higgs-Teilchen erscheinen, hängt davon ab, wie die Fäden schwingen. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende da draußen, schauen Sie bitte in das Buch rein. Das, was Sie dort beschreiben, steht in diesem Buch. Und zwar unter einem Prinzip, das nennt sich Schwingung. Darin heißt es, alles schwingt, nichts ist in Ruhe, alles ist in Bewegung. Dieses Prinzip enthält die fundamentale Wahrheit, dass alles in Bewegung ist. Ja? Dieses Prinzip erklärt die unterschiedlichen Manifestationen des Stoffes, also der Materie und der Energie, die sich nur im Grad der Schwingung unterscheiden. Ja, vom Absoluten, vom All bis zur gröbsten Form finden wir Millionen über Millionen unterschiedlicher Grade von Schwingungen. Ja, vom Körperlichen, im Elektron, Atom, Molekül zu Welt und Universum, alles ist in schwingender Bewegung. Und das ist auch auf der Ebene von Energie und Kraft der Fall, die sich nur im Grad der Schwingung voneinander unterscheiden. Was will ich Ihnen damit sagen? Sie benötigen das Konstrukt String nicht. Die Strings, die Sie geschaffen haben, ist ein Kunstgriff, ein Trick. Sie benötigen es doch gar nicht, denn Ihre Strings basieren doch ebenfalls auf diesem Prinzip, sonst würden Sie doch nicht sagen, alles schwingt. Ob die Strings wie Elektronen oder Quarks wie Kraft- oder Higgs-Teilchen erscheinen, hängt davon ab, wie die Fäden schwingen. Das heißt, Ihre Strings basieren doch auf dem fundamentalen Prinzip. Somit können doch die Strings nicht die Lösung sein, sondern die Lösung muss das fundamentale Prinzip sein. Sie wollen doch nicht allen Ernstes einen Kunstgriff wie die Strings nehmen und damit eines der fundamentalsten Prinzipien ersetzen. Wenn Sie das machen, werden Sie es nie schaffen, die Theorie von allem lösen zu wollen oder zu können. Und wie hat Albert Einstein seine Gravitation beschrieben? Nach Albert Einstein ist die Gravitation eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit, die von jeder Form von Energie auf unterschiedliche Weise gekrümmt wird. Krümmung, Teil einer Schwingung. Deswegen sagen sie auch Gravitationswellen voraus. Wellen gleich Schwingung. Und Gravitation ist nichts anderes als Schwerkraft. Ja? Und Energie und Kraft unterscheiden sich nur im Grad der Schwingung. Da alle Wechselwirkungen in ihrer Physik Kräfte sind, lassen sich alle 4 Grundkräfte diesem Prinzip unterordnen. Und die Raumzeit? Nun, die Raumzeit ist per Definition in diesem Prinzip enthalten, sonst könnte doch gar keine Schwingung erfolgen. Ja? Raum und Zeit beinhaltet die 4. Dimension, die Zeit. Und es gibt die unterschiedlichsten Dimensionen. Die gewöhnlichen Dimensionen sind Länge, Breite, Höhe oder Länge, Breite, Höhe und Dichte oder Umfang. Darüber hinaus gibt es noch eine Dimension erschaffender Dinge, ja, die sogenannte Dimension der Schwingung. Das, was bei Ihnen in der Physik die 4. Dimension ist gleichbedeutend mit der Dimension der Schwingung. Und wenn es die Schwingung nicht geben würde, dann würde doch der größte Teil Ihrer Physik gar nicht existieren,
Nehmen Sie das einfachste Beispiel. Wenn Elektronen nicht von ihrem negativen Pol zum positiven Pol gelangen könnten, dann gäbe es noch nicht mal Strom. Und warum die Raumzeit existiert, das wird uns ein anderes Prinzip erklären. Und aus der Quantenmechanik wissen Sie doch, dass die Quanten ebenfalls schwingen. Je näher Sie sich der Planck-Welt annähern, ja, die Planck-Welt ist die kleinste physikalische Welt. Alles, was kleiner ist als die Planck-Welt, da spielt Ihre Physik doch überhaupt keine Relevanz mehr. Erst ab der Planck-Welt wird Ihre Physik doch relevant. Erst da können Sie Gesetze erkennen. Aufgrund dessen haben Sie ja auch das Problem der Heisenbergschen Unschärferelation, wonach Ort und Geschwindigkeit nicht mehr gleichzeitig exakt gemessen werden kann. Ja? Und worauf basiert die Heisenbergsche Unschärferelation? Auf einer Wellenfunktion, also wieder das Prinzip der Schwingung. Genauso wie die Schrödinger-Gleichung auf der Wellenfunktion aufbaut. Ihre gesamte Physik oder der größte Teil der Physik basiert auf diesem Prinzip. Und deswegen benötigen Sie den Kunstgriff, den Trick der Strings nicht, denn Ihre Strings basieren ebenfalls auf diesem Prinzip. Es ist das fundamentalste Prinzip, eines der fundamentalsten Prinzipien, mit denen Sie all Ihre Grundkräfte vereinen können. Und warum die Raumzeit existiert, das verrät uns ein anderes Prinzip. Kommen wir jetzt zu der Aussage von Robert Laughlin. Robert Laughlin ist ebenfalls Nobelpreisträger. Er hat seinen Nobelpreis in Physik für die Beschreibung des fraktionalen Quanten-Hall-Effektes bekommen. Und Robert Laughlin ist ebenfalls der Auffassung, dass man die Welt allein aufgrund der Kenntnisse der Elementarteilchen oder allgemeiner physikalischer Gesetze mit Hilfe einer Formel nicht beschreiben kann. Laughlin konzentriert sich vielmehr auf das Verhalten, auf das Verhalten der einzelnen Teile, Verhalten gleich Bewegung, gleich Schwingung, das oft über deren Summe hinausgeht. Laughlin bezeichnet mit Emergenz all jene Phänomene, die nicht auf atomare Gesetze zurückgeführt werden können, auf die Gesetze im Kleinen, weil sie die Folge der Selbstorganisation der Materie sind. Laughlin sucht die Brücke zwischen Materie und lebenden Dingen. Was die Selbstorganisation der Materie anbelangt, da bin ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit drauf eingegangen. Das möchte ich jetzt hier nicht problematisieren. Viel wichtiger ist eine Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt wird. Es wird die Frage gestellt, welche Gesetze sind die fundamentaleren? Die Gesetze im Kleinen oder die Gesetze im Großen? Sie erinnern sich, die Gesetze im Großen beschreibt die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein und die Gesetze im Kleinen beschreibt die Quantentheorie. Und jetzt wird die Frage gestellt, welche Gesetze sind die fundamentaleren? Die Gesetze im Kleinen oder die Gesetze im Großen? Sehr geehrte Wissenschaftler, diese Fragestellung ist falsch formuliert. Die richtige Fragestellung muss lauten, welche fundamentalen Gesetze existieren, die sowohl im Großen als auch im Kleinen gelten. Wenn ich solche Prinzipien, solche Gesetze gefunden habe, dann bin ich auch in der Lage, Ihr physikalisches Grundproblem zu lösen, nämlich beide zu vereinen. Schauen Sie bitte in das Buch, von dem ich die ganze Zeit rede. Das, was ich gerade gesagt habe, die Gesetze im Großen und die Gesetze im Kleinen, finden Sie in diesem Buch. Diese fundamentalen Prinzipien gelten in allen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie gelten in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen. Das ist ja das Besondere an diesen Prinzipien. Und nur mit diesen Prinzipien können Sie Ihr physikalisches Grundproblem lösen. Und Ihr Problem, was Sie haben, die Gesetze im Großen und die Gesetze im Kleinen, das haben Sie doch nur, weil es so etwas wie Groß und Klein gibt. Groß und Klein sind doch nur die beiden Pole, die sich diametral, komplementär gegenüberstehen. Oder wie es Ernst-Peter Fischer sagen würde, die Dualität. Wenn es das Groß nicht geben würde, dann wüssten wir doch gar nicht, was das Klein ist. Oder umgekehrt, wenn es das Klein nicht geben würde, wüssten wir doch gar nicht, was das Groß ist. Und genauso ist es mit den teilbaren und unteilbaren Einheiten. Diese beiden sind die beiden Gegensätze, die auf einer Polarisationslinie liegen. Das ist es, worum es hier geht.
Und was hat das jetzt mit der Raumzeit zu tun von Albert Einstein? Nun, Raum und Zeit sind doch nur die beiden Pole, die beiden Gegensätze, die zusammengehören. Deswegen, das war ja auch eine der größten Errungenschaften von Einstein. Ja, eine der größten Errungenschaften von Einstein war doch, dass er Raum und Zeit zur Raumzeit zusammengeführt hat. Ja, er hat die beiden Pole, oder wie es Ernst-Peter Fischer sagen würde, die Dualität zusammengeführt. Einstein hat nichts anderes gemacht, als das Prinzip der Polarität angewandt. Ja, das war ihm vielleicht nicht bewusst, aber er hat es getan. Und wenn es ihm bewusst gewesen wäre, dass es das Prinzip der Polarität geben würde, dann hätte er noch viel mehr herausfinden können. Einstein hat nichts anderes gemacht, als dieses Prinzip angewandt, indem er Raum und Zeit zur Raumzeit verknüpft hat. Das ist ja eines der maßgebenden Dinge, die wir Einstein zu verdanken haben.